Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Runde Shakes and Fidget. Die neue Woche ist angebrochen und damit erfahrt ihr auch weitere Informationen zum Shakes and Fidget Cup, der diesen Freitag am 29.05. um 20 Uhr stattfindet, bei mir auf meinem Twitch-Kanal. Dort könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Wir sind vorher schon live, aber ab 20 Uhr startet dann erst der SF Game Cup. Und in dem heutigen Video möchte ich euch einmal die Teilnehmer zeigen, die bei diesem Cup mitmachen werden, die Creator, die in dem Showmatch mitmachen und ja, was es auch noch so für kleine Regelungen zu beachten gibt. Das gilt vor allem für die Spieler, die bei dem Turnier auch teilnehmen, damit man das Ganze ja auch nochmal so ein bisschen in der Übersicht zusammengefasst hat, weil man natürlich auch so den ein oder anderen kleinen Cheat-Code benutzen kann, dass das alles vorab geregelt ist, damit es auch mit fairen Dingen am Ende des Tages zugeht. Ja, wer nicht wissen sollte, was der Shakes and Fidget Cup ist, beziehungsweise was dort stattfindet, der kann sich das Video sehr gerne nochmal reinziehen, was ich jetzt hier gerade eingeblendet habe. Und ich verlinke das auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Dort findet dann eine ausführliche Beschreibung zu dem Turnier statt und was das Ganze beinhaltet, was man gewinnen kann und so weiter und so fort. Die Teilnehmer stehen nun soweit fest, deswegen sind jetzt keine Bewerbungen mehr reingeflattert, beziehungsweise werden keine mehr angenommen. Aber wenn das Ganze gut bei euch ankommen sollte und das Feedback auch positiv dazu ist und euch der Content an sich auch so gefällt, dann kann man das sehr gerne auch in Zukunft öfter machen. Und ja, da werden wir mal gucken, wie das Ganze dann dementsprechend Resonanz findet. Ansonsten leake ich euch jetzt einmal die Teilnehmer, die bei dem Turnier mitmachen und gegeneinander spielen werden. Und zwar in dem Creator-Match tritt einmal an auf der linken Seite Kepso als Creator gegen Aurikos auf der rechten Seite. Ja, das sind die zwei Kontrahenten, die gegeneinander im Showmatch quasi als CCs spielen werden und der Gewinner von den beiden wird dann halt eben 3000 Pilze zum Verlosen bekommen, die er an seine Community weitergeben kann. Ein sehr spannendes Match. Beide sind Server-Start-affin, beide haben schon diverse Accounts gespielt, Rekorde gebrochen und das wird, denke ich mal, direkt zum Start ein sehr interessantes, ansehnliches Match werden. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Dankeschön auch an die beiden, dass das Ganze hier von euch so geklappt hat und ihr das Interesse daran habt und hier auch dabei mitmacht. Wir haben auch einen Ersatz-CC. Ja, es haben sich tatsächlich, muss ich ehrlicherweise sagen, nicht so viele Creator gemeldet. Fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil am Ende ist das Free Content, ist ein cooles Format, man kann was umsonst gewinnen. Ne? Deswegen, ja, es hatte sich noch ein Ersatz-CC gemeldet auf Nachfrage, dass wir noch einen brauchen, und zwar der gute Maxel. Dankeschön, weiß ich sehr zu schätzen, dass du dich bei mir gemeldet hast und hier auch zum Ersatz am Start bist, falls einer von den beiden jetzt irgendwie unerwartet wegbrechen sollte oder so. Deswegen vielen, vielen lieben Dank. Also Maxel ist hier quasi der Ersatz-Creator für einen von den beiden. Ansonsten kommen wir zu den Zuschauer-Matches und da haben wir uns auch nicht lumpen lassen. Ja, Profi tritt am Start gegen Janosch und das könnte natürlich auch ein sehr spannendes Match werden. Wir haben sowohl einen Spieler, der auch sehr affin ist in Bezug auf, sagen wir zum Beispiel Avatar Races, Server Starts, Record Hunter, ein sehr starker Spieler einfach. Und Janosch, der in der Vergangenheit auch schon versucht hatte, auf jeden Fall Profilbilder zu hunten. Ich glaube, einmal Platz 2 geworden ist. Und das ist auch auf jeden Fall sehr vielversprechend. Und auch die Leute, die sich mit Abstand auch bei mir zuerst das geäußert bzw. das Interesse gezeigt haben. Das habe ich dann auch noch ein bisschen bevorzugt, weil wenn wirklich jemand da Feuer und Flamme für ist und sich auch für dieses Format vorbereitet, finde ich das auch wirklich, muss es auch belohnt werden, weil mir auch dann die Spieler geschrieben haben, okay, also ich werde da jetzt auf jeden Fall mich die Tage dementsprechend darauf vorbereiten und auch ein bisschen practicen, ein bisschen Theorie craften etc. pp.
Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ansonsten haben wir Creeman gegen Swatter als zweites Zuschauer-Match und das wird auch auf jeden Fall sehr spannend. Wer zum Beispiel Swatter noch nicht kennen sollte, das ist, ich glaube, der Admin von dem Shakes and Fidget Coaching Discord. Den hatte ich euch auch schon mal in einem Video vorgestellt, also den Discord, als er neu gegründet worden ist. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Spieler, der sehr viel Knowledge hat, muss man dazu sagen. Wenn man einen Coaching-Discord erstellt und die Inhalte dort teilt, dann ist das auf jeden Fall auch recht vielversprechend und bin ich definitiv auch gespannt drauf, ja, wie das Ganze hier verlaufen wird und ja, wie das Ganze ja, so ausgeht am Ende des Tages. Und ansonsten haben wir noch Creeman hier am Start. Er hatte nach 2 Jahren Pause wieder mit Shakes and Fidget vor kurzem angefangen auf EU24 und hat sich sehr viel mit den Serverstarts auseinandergesetzt, hat ja, versucht, einen 1A-Serverstart hinzulegen auf dem Server und behauptet auch ein sehr guter Spieler zu sein. Und ist dementsprechend meiner Meinung nach auch ein sehr spannendes Matchup. Ja, ansonsten von den Zuschauern her haben wir auch einen Ersatzspieler, und zwar den guten Renovate. Den wird bestimmt der ein oder andere von euch auch kennen. War in der Vergangenheit auch ein Avatar-Race-Gewinner gewesen und der hat sich hier bereit erklärt, als Ersatzspieler ja, parat zu stehen, falls einer von den 4 Leuten unerwartet ja keine Zeit haben sollte. Ist es wirklich sehr, sehr gut, jemanden parat zu haben, weil das Ganze wird natürlich live gestreamt und wenn jetzt da plötzlich jemand ausfällt, dann ist das halbe Turnier eigentlich schon in der Tonne. Deswegen brauchen wir da auf jeden Fall auch mindestens immer einen Ersatzspieler, der dann da wirklich am Start ist und uns dann aushilft, falls wirklich irgendwie was unerwartet passieren sollte. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank an Renovate. Weiß ich auch sehr zu schätzen. Hat sich leider ein bisschen zu spät bei mir gemeldet, dass er ja, Ersatzspieler geworden ist. Hätte ich auch sehr gerne in der Aufstellung hier gesehen, aber das wird ja vielleicht auch wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir so einen Shakes and Fidget Cup machen, und deswegen Renovate würde ich auf jeden Fall dann definitiv auch beim nächsten SF Game Cup sehen, weil das natürlich auch ein sehr starker Spieler ist. Je nachdem, wer von Profi und Janosch gewinnt, kommt er natürlich ins Finale. Ja? Und wer von Creeman und Swatter gewinnt, der kommt natürlich hier dann auch ins Finale. Und die beiden treten dann auch nochmal in einem ja, finalen Kampf dann gegeneinander an, bekommen dann nochmal die finalen, also nochmal neue Accounts sozusagen. Also die starten ja immer auf Level 1 und haben dann ihre Accounts ja dann in dem ersten Match hochgespielt. Die werden nicht mit in das zweite Match genommen, sondern man startet wieder mit einem komplett frischen Level 1er Account. Dann das zweite Match, das heißt, die switchen einmal dann die Accounts mit den Klassen, mit denen sie halt eben ja, gespielt haben, und kämpfen dann nochmal in einem finalen Match gegeneinander, um dann halt hier schlussendlich den Gewinner zu ermitteln. Das ist auf jeden Fall die Theorie dahinter. So sieht das Ganze aus und da freue ich mich definitiv auch sehr. Auf jeden Account werden 1000 Pilze gestellt. Keiner muss sich irgendwelche Kosten hier übernehmen oder so. Und am Ende hat der finale Gewinner dann auch die Chance, 3000 Pilze sein eigen zu nennen, komplett kostenlos, und hat halt eben auch noch den Spielspaß hier mitgenommen, sich ein bisschen zu messen und halt eben die Pilze rauszuballern, die von uns halt eben auch gestellt werden. Ja, vielen herzlichen Dank nochmal an der Stelle an Playa Games bzw. Shakes and Fidget, dass sie das Ganze möglich machen und uns hier auch mit dem Format supporten, denn die haben sich bereit erklärt, das Ganze hier halt eben zu sponsoren in dem Sinne und die Accounts zu stellen mit den Pilzen, die drauf geladen werden, sowie auch für die CCs als auch die Viewer-Matches jeweils 3000 Pilze als Gewinn quasi auszuschütten. Deswegen Dankeschön an der Stelle wirklich an Playa Games und Shakes and Fidget, dass das Ganze hier durch euch auch möglich gemacht worden ist. Ja, ansonsten gibt es noch ein paar kleine Regeln, die zu beachten sind. Und die sind jetzt wichtig hier für die Teilnehmer. Und zwar sind es so ein paar kleine Rahmenbedingungen, die eventuell ausgenutzt werden könnten, und das
wollte ich dann einfach nochmal umgehen, indem man das hier in dem Video anspricht, bevor es zu Missverständnissen kommt, wenn das Turnier dann startet. Also, es sind keine Third-Party-Tools, wie zum Beispiel Autoclicker oder sowas erlaubt. Autoclicker, Crawler, irgendwelche Arten von Bots oder sowas sind in dem Turnier nicht erlaubt. Das heißt, irgendwie Auto-Fights auf Dungeons oder im Shop durchrotieren, bis irgendwas kommt. Das muss händisch gemacht werden, ohne dass man einen Autoclicker used, der irgendwie 50 Mal in der Sekunde den Shop rerollt oder sowas. Ja, sowas ist nicht erlaubt. Das sieht man natürlich auch ganz offensichtlich und deswegen ist das Ganze hier verboten. Drops sind verboten, das heißt, die Accounts, die ich den Spielern geben werde, die bekommen sie ja wirklich erst 5 Minuten oder so, bevor das Turnier startet. Das heißt, die haben gar nicht die Chance, Drops überhaupt auf den Account zu laden, weil die vorher gar nicht die E-Mail beziehungsweise ja, den Accountnamen wissen sie dann bis dahin, aber die E-Mail und sowas dann wissen, das wird dann erst ausgegeben, kurz bevor das Turnier startet. Trotzdem kann man natürlich dann, wenn man den sich irgendwie einliest oder mit Twitch verbindet, kann man dort halt eben trotzdem noch ganz schnell eventuell die Drops sich in sein Inventar ziehen, um halt eben diese dann auch in-game nutzen zu können. Das ist dann, wie gesagt, verboten, das Ganze kurzfristig, wenn man die Accounts erhält, dann zu machen. Also das Ganze findet hier ohne Drop statt, das heißt auch keine Epics oder sowas, die ja durch die Twitch-Drops halt eben entstehen, sind hier nicht erlaubt. Genauso wie Gold oder was weiß ich, alles weitere. Drops generell einfach verboten, ja. Der Hütchenspieler ist verboten, bis auf das Achievement. Also man kann, wenn man möchte, sich das Achievement holen beim Hütchenspieler, dass man quasi ja, 3-mal in Folge gewinnt, um halt sich eben ein paar Attribute zu boosten. Das ist erlaubt, das geht durch, aber vorsätzlich beim Hütchenspieler irgendwie seine kompletten Pilze setzen oder so, dass man mehr Pilze in der kurzen Zeit zur Verfügung hat, ist nicht erlaubt. Ja, also das ist soweit verboten. Man kann den Hütchenspieler nutzen fürs Achievement, aber bitte mehr nicht. Okay, ich kann aus Erfahrung sagen, da wir den Shakes and Fidget Cup ja schon mal in der Vergangenheit durchgesetzt hatten, das ist zwar schon 3 Jahre her, kann ich aber sagen, dass es in einer halben Stunde sowieso sehr schwer sein wird, 1000 Pilze zu verbraten. Das werdet ihr dann auch merken und deswegen macht es sowieso keinen Sinn, alles beim Hütchenspieler zu setzen, um halt eben irgendwie, ja, 2K in einer halben Stunde zu haben oder so, 2000 Pilze, macht sowieso keinen Sinn, weil in dieser halben Stunde seid ihr mit so vielen anderen Dingen beschäftigt, dass das Ganze sowieso nicht wirklich aufgeht, ja. Also die 1000 Pilze in einer halben Stunde loswerden, wird wirklich schwer, ja. Ansonsten ist es natürlich verboten, zusätzliche Pakete oder sowas aufzuladen, weil auch die Frage aufkam, ob es möglich sein wird, zum Beispiel das Festungs- oder Starterpaket irgendwie aufzuladen, weil das Ganze natürlich etwas spannender machen würde. Ja, das stimmt. Das würde das Ganze schon ein bisschen spannender machen, weil man direkt natürlich Ressourcen in der Festung hat oder zum Start natürlich ein bisschen mehr Gold auf den Accounts. Da können wir vielleicht in Zukunft beim nächsten Turnier, falls das technisch umsetzbar ist, müssen wir mal schauen, dass man von vornherein irgendwie es schafft, die Pakete aufzuladen, damit die Leute da vielleicht bessere Bedingungen haben beim Spielen oder sowas. Aber gerade beim Festungspaket bin ich mir da halt eben nicht wirklich sicher, vor allen Dingen, wenn man sich das jetzt noch selbst kaufen will oder sowas in dem Turnier, weil man dadurch ja auch ein Level-Up erhält und das kann natürlich ein ziemlicher Gamechanger sein, beziehungsweise wirft einen ziemlich großen Random-Faktor in dieses Turnier rein und ich möchte möglichst wenig Random-Faktoren in diesem Event haben, weil es wirklich darum geht, in einer halben Stunde so schnell wie möglich das höchstmögliche Level zu erreichen und das halt eben, wenn es so gut es geht, halt eben mit Skill in Verbindung steht und nicht mit irgendwelchen Random-Faktoren. Ja, also zusätzliches Aufladen oder Pakete holen ist jetzt in dieser Version des Shakes and Fidget Cups verboten. Ja. Und zum Schluss nochmal, SF-Tools ist erlaubt. Ja, das ist zwar auch ein Third-Party-Tool, was man nutzen kann, aber das könnt ihr sehr gerne bei dem Turnier nutzen.
Das gestatte ich auf jeden Fall, weil ich das als nützlich erachte. Wenn jetzt man irgendwie in die Dungeons reingeht und man weiß nicht, wie viel Prozente der hat, kann man Shakes and Fidget Tools nebenbei nutzen. Das ist das einzige Third-Party-Tool, was erlaubt ist. Ansonsten alles andere, wie irgendwelche Autoclicker, Bots oder Crawler, sind verboten. Das ist natürlich klar, aber SF-Tools könnt ihr nutzen. Das ist ein Mehrwert für das Spiel, finde ich, und das ist auf jeden Fall erlaubt. Ja, das sind soweit die Regeln zum Shakes and Fidget Cup. Die Teilnehmer kennt ihr jetzt auch. Das Ganze ist jetzt soweit bekannt. Die Spieler wissen, gegen wen sie spielen werden. Und ja, die Klassen. Ja, die Klassen sind schon bekannt, natürlich. Die Leute haben schon ihre Klassen gewählt. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich die Klassen announcen möchte oder nicht. Aber ja, doch, komm, wir machen das mal. Also, wir fangen mal an mit Aurikos. Der hat sich dafür entschieden, warte mal, ich habe das hier auf dem Handy, da habe ich das besser. Aurikos hat sich entschieden, bei dem Turnier einen Kundschafter zu nehmen. Also er geht hier mit einem Kundschafter an den Start. Capso wird mit einem Dämonenjäger hier in das Turnier reinstarten. Also auf jeden Fall auch eine sehr interessante Wahl. Er hatte zuerst, ich sag nicht, was er zuerst hatte, vielleicht ist das so ein bisschen Reserve oder so. Ne? Er hatte sich aber zuerst für eine andere Klasse entschieden. Es wurde aber dann der DH. Ne? Also DH gegen Kundi im Showmatch. Dann kommen wir als nächstes zu Profi. Der wird hier einen Kundschafter spielen. Ja? Gegen Janosch, der auch einen Dämonenjäger spielen wird. Okay? Also Dämonenjäger und Kundschafter bisher hier im Turnier vertreten. Dann haben wir Creeman, der einen Kundschafter spielt, gegen Swatter, der auch einen Kundschafter spielt. Also wir haben hier quasi ja, 2 Dämonenjäger und 4 Kundschafter. Only Geschickklassen, das war aber zu erwarten bei so einem Turnier, wo es darum geht, so schnell wie möglich zu pushen vom Level her. Only Dex-Klassen sind hier am Start. Und da freue ich mich natürlich auch sehr drauf zu sehen, wie das Ganze hier begründet wird auch. Denn wir werden natürlich auch ein paar Fragen den Spielern stellen, warum sie sich für diese Klassen entschieden haben. Und da bin ich auch sehr gespannt, zum Beispiel auf die Dämonenjäger. Ja, aber das soll es erstmal soweit dazu gewesen sein. Die Klassen wisst ihr jetzt nun auch. Und ich freue mich auf jeden Fall. Ich erwarte euch am Freitag um 20 Uhr bei mir auf Twitch. Das wird auf jeden Fall ein Spektakel, ein cooles Format. Sehr cooles Turnier, endlich mal ein bisschen frischer Wind in der Shakes and Fidget Szene und ja, auch einfach mal ein gewisser Unterhaltungswert für die Zuschauer, die halt eben auf Twitch präsent sind und ja, ein bisschen abseits von dem normalen Shakes and Fidget Alltag einfach. Ich denke, das wird ein großer Mehrwert für die Shakes and Fidget Szene, für den Shakes and Fidget Content auf Twitch und da freue ich mich einfach drauf. Ja, ich hoffe, ihr seid am Start. Ich hoffe, ihr freut euch genauso. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Haut rein und bis zum nächsten Mal.